Willkommen bei Talk Concrete, dem Netzwerk für den innovativen Beton. Bei uns zu Gast ist heute Rechtsanwalt Thomas Möller. Er ist Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, die mehr als 1700 Firmen aus Bauindustrie und Baugewerbe betreut. Aber er ist heute hier in seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender von Solid Unit, dem Netzwerk für den innovativen Massivbau, wo alle Massivbaustoffe ihre Innovationskraft beweisen, zeigen und weiterentwickeln wollen. Solid Unit ist gestartet dieses Jahr so richtig. So ein offizieller Auftakt war auf dem Betontag am Zukunftstag Bauwirtschaft. Was hat Solid Unit bisher geleistet? Wie geht es da weiter? Ja. Solid Unit ist gegründet worden, weil wir in einer Welt leben, in der Klimaschutz Gott sei Dank immer wichtiger wird. Aber auf der anderen Seite das Wissen um die Klimamöglichkeiten verschiedener Baustoffe weder in der Politik noch in der Öffentlichkeit sehr weit verbreitet ist. Hier haben sich 9 Akteure rund um das mineralische, massive Bauen zusammengetan, um verschiedene Aspekte zu berücksichtigen in diesem Netzwerk. Zum einen wollen wir natürlich Forschung voranbringen, um CO2-Reduzierung zu betreiben. Zement, Beton muss CO2-ärmer hergestellt werden können. Da gibt es auch schon gute Ansätze und Ideen, die sind aber bisher noch nicht so marktreif, dass sie in allen Köpfen sind. Das zweite ist nachhaltiges Ressourcenmanagement. Recycling von Baustoffen ist gerade bei mineralischen Baustoffen leicht und heute schon möglich, aber auch hier noch nicht in den Köpfen der Auftraggeber verankert. Dann haben wir den Wissenstransfer. Wir müssen mehr forschen. Wir dürfen uns nicht auf dem ausruhen, was bereits vorhanden ist. Wir müssen die Klimafreundlichkeit der Baustoffe vorantreiben, Stichwort klimaneutrale Ziegel etc. Und das vierte ist Öffentlichkeitsarbeit. Tue Gutes und rede darüber. Wir müssen zeigen, wie sich unsere Baustoffe weiter voranbringen. Wir hatten einen guten Auftakt bei den Betontagen in Ulm mit dem ersten Zukunftstag Bauwirtschaft, wo die Wirtschaftsministerin, Frau Dr. Hofmeister-Kraut, zusammen mit Herrn Böll, unserem Präsidenten, und allen Beteiligten dieses Netzwerk ins Leben gerufen hat. Und jetzt geht es ran, in verschiedenen Netzwerkteams entsprechend zu arbeiten und auch Ergebnisse zu erzeugen. Ja, das Stichwort ist schon gefallen. Es geht nicht nur um Beton, es geht um die Massivbauweise, es geht um Pornbeton, es geht um Kalksandstein, es geht um Ziegel. Mhm. Und alle diese Stoffe haben ja diesen großen Vorteil, dass man sie auch recyceln kann. Das ist ja das Tolle dran. Meines Wissens haben 3 Netzwerkteams schon sich wirklich gut aufgestellt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, das wir hier auch im Hause hatten, wo eben auch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, viele Forscher vom ILEC in Stuttgart oder vom KIT, Professor Dehn aus Karlsruhe persönlich präsent waren und sich engagieren. Das zweite ist das Thema Ressourcen, das Kollege Weißwenger leitet hier aus dem Haus. Und das dritte ist die Öffentlichkeitsarbeit, wo Frau Zuschlag und auch mit unserer Unterstützung doch schon eine sehr interessante Perspektive entstanden ist. Und darüber wird Herr Böll auch kurz berichten. Darüber wird Herr Böll berichten und insbesondere über unsere Versuche, Lebenszeitbetrachtungen zu erreichen. Es nützt ja gar nichts, wenn ich bei einem Gebäude nur die Bauphase nehme und mich nichts mehr interessiert, welchen Energieverbrauch dieses Gebäude hat, wie es am Ende abgebaut wird etc. Wir müssen Lebenszeitmodelle entwickeln, die dann auch dazu beitragen, dass Gebäude, so wie die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen es möchte, klimapositiv werden. Und auch diese Schritte wird Herr Böll vortragen. Ja, und es ist eben so, wie gesagt wurde, es geht nicht nur darum, bis das Gebäude gebaut ist, das ist auch wichtig, sondern es geht natürlich darum, was passiert über die Lebenszeit und was passiert vor allem am Ende. Und da haben wir Massivbaustoffe, also ich sag mal Ziegel, ist ja als Split in Recycling wieder drin. Wir haben zum Beispiel auf den Betontagen, werden wir einen Vortrag von Herrn Zuber haben, der für Daimler die Factory 56 in Sindelfingen gebaut hat mit einer Fassade aus 100% Recyclingmaterial. Alles geht schon, wenn die Bürokratie auch manche Hürde abbaut. Das ist auch ein Thema. Wir haben ja schon erste Erfolge im Bereich des Recycling. Die neuen Abfallvorschriften sehen endlich vor, dass Recyclingmaterial gleichberechtigt zu sonstigem Material ausgeschrieben werden darf. Bisher war es so, dass viele sich davor gescheut haben.
Aber man muss dann natürlich auch den nächsten Schritt gehen und auch dafür müssen wir werben. Diese Wiederaufbereitungsanlagen, die Recyclinganlagen, die müssen aufs Land verteilt, regional sichtbar sein, damit wir nicht das, was wir ersparen bei dem Einsatz von Recyclingmaterial, durch lange Transportwege wieder zunichte machen. Hier gibt es sehr viel umzusetzen. Hier gilt es sehr intensiv nachzudenken und damit wollen wir mit unserem Netzwerk beitragen, um unsere Welt ein Stück weit lebenswerter auch im Baubereich zu machen. Tolle Perspektiven. Vielen Dank, Thomas Möller, für den heutigen Besuch. Bis bald. Bitteschön.